ausgeht, habe ich es geschafft. Da vorne ist die Grenze Albanien, Griechenland. Ein Kreiselquadrat habe ich jetzt noch nie gesehen. Vielleicht, ja, wenn es jemand überlegt, ist er wieder weg. Also, ich da mal ein bisschen zurückhalten mit Filmen. Und nachher ich da bewerten, was ich soll. So, Griechenland hat gut angefangen. Also, zum Wohl kann ich jetzt da überkommen zum Essen. Also, jetzt Albanien verloren. Umgang auf Hellas, Griechenland. Jetzt weiss ich noch nicht, wo ich da muss mich da melden. Aber ja, sie winken mich dann schon mit. So, also kann ich halt auch da durch. Und jetzt die letzte Reise Griechenland. Also da ist jetzt mal wieder der Blick zurück und der Weg vorwärts. Also ich steige jetzt hier ab auf die nächste Ortschaft. Igo Mindaras oder keine Ahnung wie das heisst. Es ist einfach dort die Hafenstadt, die Grusig, wo es nach Korfu geht, wo ich mich da ein bisschen decken tue. Gut. Die Straße, ja, glaube ich, da mal überraschen. Aber was man da so gehört und gelesen hat, sollten die viel besser sein wie in Albanien. Dank der EU natürlich. Aber ja, ich lasse mich da mal überraschen. Weil ich mache nicht die Hauptstraße oder die Autobahn, ich mache je nach Nebenstraße. Okay, schon ein bisschen ganz kopflos. Ja, kurz nach der Grenze hat es mich wieder ans Meer verschlagen. Die erste beste Abzweiger habe ich genommen. So einen Campingplatz, der jetzt verlassen ist. Ja, dort auch etwas essen. Ja, und die Gegend noch ein bisschen geniessen. Der erste Eindruck von Griechenland ist eigentlich recht gut. Die Straßen sind wirklich besser umfahren. Es hat einen Velostreifen, wo ich eigentlich Kroatien, Montenegro und Albanien nie hatte. Und das ist eine rechte Erleichterung. Mal ein bisschen Distanz zu den Autos. Es hat zwar nicht viel Auto gehabt, aber gleich. Wenn es irgendwie Dreck auf der Seite hatte, Schlaglöcher, dann musste ich ausweichen und ja, da musste immer aufpassen. Ich hoffe, jetzt wird es besser. Da gibt man sich so viel mehr Mühe da im Garten rein. Mandarinen, Olivenbäume links und rechts. Es ist sauber. Klar, jetzt neben der Straße auch Abfall. Aber nie so schlimm wie jetzt hier in Albanien. Und überall wird man angehoben, verschrecklich grausam. Ja, und auch endlich mal der Abfallrübel, der gebraucht wird, mehr oder weniger. Gut, ich bin jetzt hier aufs Gebirge. Ich sehe da ein bisschen. Im Moment bin ich, das sind etwa 30 Meter. Nein, nicht mehr. Schnell schauen. Ja, 122 Meter. Aber auf Sea-Level.
Ja, so. Und jetzt auch da vorne geht es ab. Richtig mehr zu, richtig null. Unterdessen bin ich in der neuen Zieldestination angekommen. Da Igloo, Meer und so weiter. Der Ausgangspunkt zu Korfu. Da sehen wir jetzt gerade ein Schiff, das im Regenbogen hier fährt. Und ja, das Ziel ist da gerade nebenzu. Also von meiner Unterkunft habe ich gute Kontrolle über das Weltgeschehen. Ha. Also mit dem Blick, ich hoffe, ihr seht etwas, kann da leider nicht anzoomen. Gut, jetzt hat er ein Mendemanöver gemacht. Also ziemlich zügig mit so Lenkdüsen. Ja. Und jetzt geht er die Fracht und Passagiere holen. Und das ist der Rest vom Regenbogen. So, ja, in dem Moment verlor ich die Hafenstadt. Die aktuelle Igoumenitsa. Die von da gehen die Fähren nach Korfu und andere Destinationen. Also, ich habe jetzt so in dem Hotel hier übernachtet. Ja, mal schön gewesen. Aber ich habe es gesehen, ich gehe weiter Richtung Süden. Immer ein bisschen der Wärme entgegen. In den nächsten paar Tagen soll es schön werden. Also ich freue mich drauf. Ich habe jetzt ein paar Regentage hintereinander und das ist nicht so lustig. Also, ich gehe Richtung Süden. Da ist jetzt der letzte Blick auf Igoumenitsa. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja, von da bin ich jetzt gekommen. Da gehe ich jetzt an der Augenruhe Richtung Sonne. Der höchste Punkt heute wird etwa 316 Meter sein. Ja, da linken Seite ist jetzt der Korfu. Da wollte ich eigentlich hin. Also das war mal eine Idee, aber ich habe es nicht verworfen. Weil, ja, es ist da jetzt noch kalt geworden. Es hat die ganze Zeit ein bisschen geregnet. Und Velofahren kann ich auch hier auf dieser Seite. Und Griechenland hat ja noch andere Inseln, wo man das machen kann. Gut. Macht zwar jetzt wieder ein bisschen zu, aber ich bin guten Mutes, dass das wieder aufgeht. Heute hat der strahlend Sonnenschein versprochen, 20 Grad. Die haben es etwa 0 Grad Regen und Nebel. Ja, von dem her bin ich eigentlich verwöhnt. Und also, ich bin oben gestartet heute. Habe mich hier gekämpft, im Moment bin ich da. Ich mich hier den Küste abkämpfen. Ich glaube so rundum. Und dann gehe ich auf Paga. Hier hat es eine Burg, die sehenswürdig ist und eine schöne Altstadt. Da werde ich Minimum einen Tag bleiben und dann geht es nachher weiter Süden runter. Manchmal fragt man sich schon, wieso man sich das antut. Es ist einfach wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen. Die Sonne scheint mir entgegen. Die ganze Zeit. So, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Praktisch kein Auto. Auf der anderen Seite sieht man noch den letzten Teil von Korfu. Vorhin ist gerade noch eine Fähre über. Ja,
Überall sieht man so Buchten, die reingehen, super klares Wasser. Manchmal ist es lagunenmässig. Einfach genial. Aber ja, ich gehe jetzt nicht schwimmen. Ich gehe jetzt Richtung Parga. Überall auf dem Weg sieht man Olivenbäume, die sie jetzt hier pflücken. Respektive das Netz unten tun. Und dann wird geschüttelt. Gut, ich bin jetzt heute fast mit dem Höhepunkt von den Höhenmeter. Nach fast 41 Kilometern bin ich auf 310 Meter oben. Und ja, jetzt geht es ein bisschen los. Und dann sind sie eigentlich auf Papaya. Parga. Papaya ist etwas anderes. Parga. Schön einfach runtergehen. Aber weiß nicht. Ich kann jetzt die Lichtkleidung anlegen. Es ist jetzt noch heiß und die Sonne scheint jetzt nicht wirklich. Aber ja, geniessen wir auch das. Oh, bei schönstem Wetter muss ich hier Parga wieder verlassen. Absolut genial gewesen, da habe ich sogar eben am Tag mich angehängt. Aber jetzt da gehe ich da der Sonne entgegen. Ja, Parga sehr empfehlenswert. Also wenn ihr da irgendwie mal eine Möglichkeit habt. Zum hierher kommen, geht. Nicht gross, es ist touristisch aufgebaut, aber nicht gross. Von dem her ja, wird man da noch als Einzelne wahrgenommen und nicht nur als Geldquelle. Gut, also jetzt, ich bin da oben, habe nicht alles Platz gehabt. Ich kämpfe mich da jetzt relativ der Küste da durch ab. Preveza. Da werde ich übernachten. Morgen geht es entweder da durch, ob ich mich da umstelle und einfach vom Tunnel stehe, wo eigentlich Velofahrverbot ist, bis mich da jemand abholt. Oder einen Umweg über 100 Kilometer machen, da so rundum und dann runter. Ja, aber tue ich dann irgendwie vorzu entscheiden, ob ich mich dort umstelle oder ob mich die 100 Kilometer mehr reizt. Ja, von da oben bin ich auch. Der Aussichtspunkt ist da eine kleine Müllhalde. Schade. Aber ja, es gibt sie ja gleich noch Sauhunde. Da ist ein Biotop. Vor einem das Dörfli, der eigene Beach. Ja, die Gegend ist cool. Ja, das Wetter macht mit. Praktisch kein Verkehr. Und die Straßen sind tipptopp. Ich habe gerade vorhin die Hauptstraße von da. Ich gehe jetzt hier die Küste hier entlang. Richtig, Preveza. Genau, Preveza. Ja, sehr wahrscheinlich werde ich so plus minus 100 Meter runtergehen. Von der Karte her sieht es nicht dramatisch aus. Das kann ich euch auch nicht vorenthalten. Da der wunderschöne Blick, den ich hier habe.
Und ja, was gibt Schöneres, wie einfach so einen Ort das dann machen. Warte. Keine Ahnung, was das Dorf ist, respektive wie das Dorf heisst. Aber schöne Strandplätze. Aber relativ frisch. Das Wasser, ja, 80 Grad. 80 Grad Wassertemperatur, aber der Luft, der ist schon frisch. Gut, auch da ist die Saison fertig. Überall, wo ich vorbeikomme. Ist alles leer eigentlich. Ein komisches Gefühl, als einziger Tourist in einem Touristenkaff zu sein. Ich bin sicher einen Kilometer gefahren. Alles ist ausgestorben. Geisterstadt. Schönste Gegend. Aber außerhalb der Saison. Die letzte Stadt war wenigstens noch das Leben, wo ich war. Aber da einfach tot. Warten auf die nächste Saison. Ich habe immer mehr wieder die Unterkunft verlassen. Brevezza. Es war eine kleine Stadt, aber nicht weltbewegendes. Aber jetzt gehe ich auf Actio. Das ist auf der anderen Seite vom Meeresarm, wo da mit dem unterirdischen Tunnel verbunden ist, wo mit dem Velo verboten ist. Zum Durchfahren. Da hat es aber einen Service. Ich muss dort einfach vom Tunnel auftauchen, ein bisschen prominent winken und wenn es nicht geht, eine Telefonnummer wählen, die ich dabei habe, und dann komme ich da jemanden abholen und bringe mich auf die andere Seite. Gut, das ist der angesprochene Tunnel. Das ist das angesprochene Fahrverbot für Velo und das Fußgängerverbot. Ich warte jetzt einfach mal, respektive ich Leute auf das C77 gehen und dann wird mir geholfen. Also hoffentlich. Hätte ich jetzt nie gedacht. Wenn man jetzt noch mal kehrt. Es kommt. Super. Also hochoffiziell. So, nach knapp 5 Minuten bin ich auf der anderen Seite. Da ist die Zahlstelle. Und ich gehe einmal mehr der Sonne entgegen. Also es hat super geklappt. Innerhalb von 10 Minuten vom Eintreffen ist mein Velo verladen worden. Und dann geht es unten durch, unter dem Meeresspiegel durch, natürlich unter dem Meer durch. Und dann rennen wieder raus. Also so ein schlimmer Verbrecher bin ich doch eigentlich nicht. Gut, jetzt noch die Luft kontrolliert. Noch wieder ein paar reingelassen. Jetzt bin ich wieder auf 4,5 oben. Und jetzt geht es weiter. Also das ist jetzt die Aussicht zur anderen Seite mit den Schneebergen. Auf der anderen Seite
ist hier der Flughafen, wo man da vorne gesehen hat, den Helikopter zu landen. Und komisch, auch diese Straße kaum befahren. An die Seite, wo ich bin noch nie überholt worden. Also mit diesen Bildern. Ja, höre ich jetzt mal auf. Ja, ich bin jetzt hier von Brevenza hier angekommen, über das Tunnel. Das war eigentlich von da gewesen. Da ist ein Tunnel zwischendrin. Jetzt bin ich da die 10 Kilometer da drüber. Jetzt geht es hier runter, die Küsten entlang. Das gleiche haben wir auch hier. Da bin ich heute Morgen. Ich bin jetzt hier durchgestochen. Ich habe mich hier wieder mit der Route, Euroroute 8, wieder zusammengeschlossen und gehe jetzt hier hin. Und heute Abend übernachte ich hier übernachten. Hoffentlich jetzt. Wenn ich das Tunnel nicht genommen hätte, dann hätte ich hier 2 Tage rundherum fahren und wäre wieder hier gelandet. Also es sind etwa 100 Kilometer und jetzt habe ich 10 Kilometer machen, also nur ein Zehntel von dem. Dann kann ich hier wieder getroffen. Also kann man sagen, ich habe jetzt 2 Tage, wenn ich es locker genommen hätte, eingespart. Ich hätte es auch heute einen Tag machen, aber da wäre ein Stress gewesen. Ich hätte ja nichts sagen, aber die Strecke, die ist wirklich super schön. Immer schön, ein bisschen Kurve, die Buchten hier entlang. So etwa in diesem Stil hier. Und immer schön der Sonne entgegen. Ja, also schießt mich da schon ein bisschen an. Schon ein bisschen eintönig, immer das Meer nebenzu, schön Wetter. Und warm. Ja, man ist ja gar nicht gewöhnt. Aber ja, ich nehme es jetzt einmal so, wie es ist. Oh, schnell. Ha. Es ist einfach so, wie es ist. Ich könnte stundenlang so fahren. Aber oh nein, schon nicht. Reizt mir ein bisschen jetzt hier Zeiten runtergehen, aber so eine halbe Stunde beim nächsten Ort. Super klein, ein paar Häuschen. Ich nehme an, dass ich auch dort schnell mal ans Meer runter kann. Und dann mal meinen Schwimm kann nachholen. So, jetzt hat sich auf der Straße. Einfach so. Wenn es mich nicht täuscht und dann nicht dort fahren. Sorry. Nein, es war ein Auto. So geht es die ganze Zeit. Oh shit, nicht will. Sorry. Okay, ja. Es wird noch voll online. Das Kirn hat es dann noch nicht verbrötelt. Also, ja, ich mache mal meine Kurve. Dort hat es so einen schönen Strand. Ich
glaube, ich gehe dort hin. Auch ist das mühsames Leben. Husch. Tack, tack. Okay. Das Garmin geht wieder mal. Zack, ich stehe. Also, ich tue mich da unten vergnügen. An diesem Ort werde ich bis die haben. Also wenigstens für eine Nacht. Und dann geht es weiter der Küste entlang. Zielort unbestimmt, unbekannt. Ich kann wieder heute Abend festlegen. Ich treffe einen neuen Nati. Das sieht etwa so aus. Und ja, jetzt jedes Mal Unterkunft suchen, Laden suchen, Beiz suchen. Vielleicht Bank und. Also ist nicht ganz so verschlafen. Allerdings sind ein Fahrer und ein Autofahrer unterwegs. Und natürlich gerade nebenzu das Gewässer da. So, also, ich tue mich da mal ausklinken. Ja, da ist jetzt der Ausblick. Ich bin jetzt heute Morgen wieder von der letzten Unterkunft weggefahren. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg auf Mesologi oder so. Es ist da. Eigentlich wäre ich jetzt irgendwo da oben. Kämpfe mich da runter über und da hin. Ja, wieso da eine Karte da nicht habe, ist einfach der Ausschnitt, der ist auf anderen Karten oben, aber nur ein ganz kleiner Teil. Darum habe ich die Karte nicht gekauft. Ich habe eigentlich mit dem GPS und mit dem Handy das Kartenmaterial da. Und das ist eine Tagesetappe, die jetzt nicht auf der Karte ist. Und dann die Karte ja so oder so nicht mitnehmen kann. Ja, Kreise weg. Also, mein Weg geht da durch. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, bin ich da über Nacht gewesen. Bin dann da so und gefahren. Und das sieht man jetzt noch vor mir. Heute 85 Kilometer, 2 Steigungen, grössere. Von 0 auf 150, dann wieder runter auf 0 und dann wieder auf 150 und dann wieder auf 0. Und dann bin ich eben da wieder an dem besagten Ort. Ja, aber es hat eigentlich gut gehen, das Wetter und so stimmt, also ich sehe da kein Problem. Ja, halt Proxy, wieder so Sachen. Ja, jetzt habe ich einen super Abfahrt von 150 Meter wieder auf fast 0. Da bin ich da oben vom Hügel hergekommen. Es war zwar recht windig. Jetzt kann ich da wieder ja, weiterführen und nicht mal den nächsten 150 Meter hoch in Angriff. Aber wenn man immer so Aussichten hat wie da, ist das eigentlich Kindergarten. Schade, kann ich da nicht zoomen. Sieht aus so wie der Kilimanjaro oder der Ayers-Rock. Ja. Gut, ich gehe jetzt auch dort, wo die Autobahnen hingehen, Richtung Süden. Also wieder nicht klagen vom Verkehr, aber einfach so eine Straße für mich allein.
Ist ja schon gäbig, oder? Überall hat es Schilf unterwegs. Jetzt ist es gerade auf der neuen Straße weggenommen. Rein auf die alte. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ja, aber ist auch schön. Nicht so eine alte Planke, nicht Beschilderung und auch ein bisschen mehr Natur. Das andere ist einfach eine Straße. Fertig. Also ich finde, die Straßen sind besser. Da ist viel mehr Kontakt zu der Natur. Auch wenn es mal ein bisschen holprig ist oder ein bisschen eng. Aber wenn man da ein bisschen umeinander schaut, ist das Ganze ein bisschen einfacher. So, da ist jetzt ein eine Bucht, die ich hier überqueren kann. Durch eine Brücke. Wenn ich jetzt da müsste rundherum fahren, dann ja, ist sicher wieder eine Stunde von der Flöte geht. Genau, wir sehen es eigentlich hier drauf. Ich gehe jetzt hier durch den blauen Punkt bin ich. Und hier drauf bin ich da irgendwie da oben, ganz über die Brücke. Und schaffe mich hier runter. So. Und ja, da mein nächstes Städtchen wird etwa in die Richtung da sein. Noch etwa eine Stunde und dann bin ich auch dort. Ja, mit Sinnen hat es größere Inseln. Mit so ja, Beizen drauf natürlich. Für die Touristen. Und jetzt geht es der andere Teil am Festland entlang. Ja, auf der Karte hat das ein bisschen komisch ausgesehen. Ich denke, es sei noch irgendeine Burg da. Aber ist doch noch etwas Größeres. Also ich mache mich jetzt wieder auf die enge Brücke. Darum höre ich auf. Ich bin hier kurz vor Messolongi. Ich weiß nicht, ob das Salzhügel sind. Und da ist jetzt auch die nähere Umgebung. Nebelglocke dort hinten. Ja, ich schätze etwa noch eine Viertelstunde bin ich dort. Ja, ich habe jetzt soeben Messolongi verloren. Ich war dort 3 Nächte, respektive 4 Tage. Ja, schön gewesen. Ein kleines Städtchen mit Haufen Geschichte und absolut geniale Küstenlandschaft. Und ich mich da ein bisschen umgeschaut habe. Und jetzt geht es eigentlich heute von da rüber, ab und zu mal wieder ein kleinerer Weg. Über die Schrägseilbrücke, die seit 2004 besteht. Da rüber, ich weiss noch nicht, ob ich die Fähre nehme oder da über die Brücke. Ach, und dann ein bisschen darauf an, wie der Zufall spielt. Und dann da bei Patra, wo ich dann da übernachte. Da mitten im Kuchen rein. Ja, aber im Moment geht es etwa für 4 Stunden. Richtung Westen. Ja, wird mal Zeit, dann Osten, Richtung Osten. Wird mal Zeit, dann ich da mal ostwärts komme, sonst komme ich nie ans Ziel. Ja, da bin ich jetzt gekommen, völlig einsame Straße. Und so geht es weiter. Und also zwischendurch ist jetzt eine griechische Autobahn. Sonntagmorgen 10:30 Uhr.
22. Am 26. November 2017. Ja, absolut einsam bin ich jetzt hier auf meiner Straße. Sogar die Töffel dort gehen hier auf der Autobahn. Ja, also, ich habe noch 40 Kilometer vor mir. Aber genügend Zeit, um das zu machen. Ja, das ist jetzt der Moment, wo die neue Autobahn im Berg verschwindet und wir oben durchgehen, ist mir eigentlich auch recht. Und hindurch, wenn es mir recht ist, sollte das ein Tiro sein. Die eine Seite von der Brücke, wo es dann auf Rio übergeht. Nicht Rio de Janeiro, sondern Rio, Griechenland. Ja, irgendwo dort vorne, tack, habe ich übernachtet, vielleicht ein bisschen weiter hinten. Und jetzt gehe ich hier durch. So, da sieht man jetzt hier die Schrägseilbrücke, die ganz neu ist, wo erdbebensicher ist, weil ja noch Erdbebengebiet ist. Ja. Die Fährverbindung existiert immer noch. Sie ist sogar billiger mit Überfahren wie mit dem Auto. So, jetzt eine Zollbrücke. Ja, wieso das so ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das Abkommen mit dem Fährbetrieb. Ja, ich werde mich dort mal schlau machen. Bin noch nicht sicher. Die Fähre hat sicher ihren Reiz. Schon allein an der Brücke gesehen. Auf der anderen Seite von der Brücke fahren ist auch eine schöne Erfahrung. Ja, ich nehme es jetzt mal vorzu. Und hier im Nebel Dunst ist Patra. Dort gehe ich. Autsch! Ja, jetzt bin ich an der Brücke. Eindrücklich. Nach der Art sollte hier eigentlich ein Fährbetrieb sein. Aber wenn ich jetzt hier so umeinander schaue, hat es nicht wirklich viel. Aber ab und zu sehe ich auch etwas auf der anderen Seite. So, der Zufall hat es wählen, dass ich die Fähre nehme. Ja, und dann nicht drauf an. Vielleicht sehe ich dann noch ein bisschen von der Brücke, weniger von der Umgebung. Ja. Gut, ich bin auf dem Schiff, auf der Fähre. Da ist jetzt die Brücke. Zahlen habe ich nicht müssen. Die Zahlmeister ist neben mir vorbeigelaufen. Ist mir eigentlich auch recht. Die Brücke hätte ja auch nicht müssen zahlen. Also das ist die Schrägseilbrücke. Habe ich wenigstens mal gelesen, so wie Schaffhausen, nur ein bisschen grösser. Also Rio, Griechenland und dann geht es weiter auf Patra. Gut, hat bestens geklappt. Ich bin jetzt auf der Südseite angekommen. Weil jetzt etwa 10 Minuten dauert, 15 Minuten, keine Ahnung. Ja. So, also ich suche mich jetzt hier den Weg Richtung Patra und dann das Hotel. Ja, von diesem Ort kann man eigentlich das Tagesgeschehen zusammenfassen. Ich habe mich da irgendwo am heute Morgen hier hinten befunden. Ich bin da so durchgefahren. Über die Brücke gehen und dann nachher hier über nicht hier der Küstenstraße entlang
Das Navi hat mich da irgendwie durch den Kuchen durchgelotst, aber ich bin gleich angekommen. Ja, auf der Karte sieht das so aus. Mesolongi über die Brücke, respektive die Fähre habe ich genommen und dann hier auf Patra. Jetzt bin ich da irgendwo da. Also, das Hotel ist etwa 500 Meter, diese Seite. Nicht ganz am Meer, aber ich glaube etwa 100 Meter. Ja, und da werde ich dann das Nacht, vielleicht auch 2 Nächte bleiben. Ja, etwa vor einer Stunde habe ich Patras verloren. Habe mich da durch die Vororte durchgekämpft. Oh, jetzt hat es glaube ich keinen Blitz dort hinten. Und ja, mache mich jetzt da auf den Weg auf die neue Unterkunft. Auf der Karte sieht das folgendermaßen aus. Da ist Patra. Ich habe mich jetzt hier durchgekämpft. Im Moment bin ich da. Ich gehe da durch. Und da ist der Kilians, so etwas in dieser Art, wo ich da dann übernachte. Zwischenstation, wo ich dann da am nächsten Tag zum Olymp gegangen. Das Wetter macht nicht mehr so mit. Ich hoffe, dass da die Gewitterfront nördlich von mir durchrauscht. Dort bin ich gestern gewesen, in dieser Richtung. Und ich gehe zum Glück jetzt Richtung Süden. Also ich habe noch etwa 4 Stunden vor mir. Also ich mache mich jetzt da noch ein bisschen auf den Weg. Ah ja. Also irgendwie habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, dass in den Büschen einfach Hunde auftauchen und bellen. Da hat man, ich sage jetzt mal, die Hunde so erzogen, dass das in der Regel nicht vorkommt. Das ist eigentlich gut. Schon von der Sicherheit her. Ja. Also den Weg, den habe ich mir jetzt selber gegeben. Das ist jetzt so eine Abkürzung zwischen oder eine Umfahrung, muss ich sagen, von einem Dorf. Und ja, ich habe da so einige, ich sage es mal nicht Kilometer, aber ja, etwas einsparen. Muss ich in das Kühle. So, also das Wetter wird jetzt definitiv schlechter. Ja, ich tue mich jetzt noch ein bisschen zurückhalten mit Dokumentieren. Ja, auch da war mal ein Glück gehabt, Wetterglück. Ich bin eigentlich nie im Schachregen gekommen. Es hat mal ein bisschen getröpfelt. Aber es ist mehr der Wind. Oder das Problem ist, ein ganz kleines Problem, aber das andere ist, ich gehöre zum Siens. Ich bin jetzt auf der Hauptstraße oben. Irgendwie hat es da links und rechts keine Nebenstraße. Es konzentriert sich alles auf diese Straße. Also GPS kennt nichts, das Garmin GPS. Und das andere, die App, die ich habe, hat auch nichts drauf. Also tun wir da die letzten, sagen wir mal 5 Kilometer mal so abstrampeln. Auch nichts dagegen. Es gibt gute Kilometer. Also eben eine kleine Hafenstadt verloren. Von dort kann man die Fähre nehmen zu den vorgelagerten Inseln. Und ein paar super Beaches, wo man da sich vergnügen kann. Aber im Moment ist es halt regnerisch und windig. Also darum schwinge ich jetzt aufs Velo. Ich bin schon auf dem Velo und
da meine Kilometer Richtung Olympia abspulen. Ja, die Gegend ist flach geworden. Eigentlich nichts dagegen. Mandarinen und Orangen hat es noch nebenzu. Und Hunde. Genau, auf da habe ich gewartet. Ja, ich schaue jetzt mal, was der Tag bringt. Ich gehe mal davon aus, dass ich verseicht werde. Aber morgen ist schön. Darum bin ich nicht gegangen. Dann habe ich wenigstens die Olympiastätte, die Antike, bei Sonnenschein oder wenigstens ohne Regen besichtigen. Ja, da ist der Plan. Mal schauen, wie es rauskommt. Da ist es fast geschafft. Etwa eine halbe Stunde von Olymp, der Ortschaft. Ja, vor kurzem hat es jetzt ein bisschen aufgetan. Sonst bin ich eigentlich im Dauerregen gewesen. Ja, man sieht es da noch. Und, ich selber, ja noch in der Regenmontur rein. Also ich bin hier vor dem Morgen bei Collini abgefahren. Das ist da oben. Habe ich dann da durchgegangen auf Pigros. Und jetzt ist da dann mein Ziel, wo ich hier ansteuere. Und ja, ich hoffe, das Wetter wird mitspielen. Sonst ist es ein kleiner Seich. Gut, also ich gehe den Weg hier entlang und in die Hauptstraße, die ich eigentlich zuerst wollte. Es ist eng und relativ stark befahren. Darum habe ich entschieden, ich gehe jetzt hier ins Gebiet raus. Also, der Olymp hat mich dann gleich. Ja, es war schon Zeit so völlig neben der Hauptstraße eigentlich. Und so geht es weiter. Immer schön Schilf nebenzu und aber herrliches Fahren. Einfach nur zum Geniessen. Olivenbäume, Schilf, vorne ein Haufen Mandarinen, Orangen. So, ich muss jetzt hier rechts weg. Über den Bewässerungsgraben, sage ich jetzt einmal, Entwässerung. Ja, je nachdem, die eine oder die andere Richtung. Gut, keine Ahnung, was mich jetzt hier innen erwartet. Aber das GPS sagt eigentlich, dass ich hier runter muss. Und auf dieser Karte sehe ich nichts. Aber bis jetzt zuverlässig gewesen, also ich habe da keine Bedenken. Ich kann es kaum glauben, aber ich bin mitten auf dieser Bahnschiene, wo eigentlich die Strecke gebraucht wird. Das sieht so aus hier. Und die sieht so aus. Also ein bisschen krumme Schiene, aber sonst. Also das Abenteuer ist es schon wirklich. Und ja, da die Signalisationsanlage. Ja, aber solange das funktioniert, so, jetzt mache ich mich mal ein bisschen weg von der Schiene.
Ja, kann man nichts sagen. Gut. Ich gehe. Genau, links. In dem Fall da, der Schiene entlang. Da sieht doch gut aus. Schon allein jetzt die Strecke zum Abfahren entschädigt für die ganze Shit von heute Morgen. Regen. Auto nebenzu, das mich anspritzen. Das ist doch eine ganz andere Welt, wo das andere dann völlig wieder im Hintergrund drängt. An das werde ich denken, das andere nicht. Von Burgos komme ich her. Nach Olympia geht es hin. Gut, ich muss in die Richtung Schilf und Berge. Und ich habe immer gemeint, ich mache jetzt die letzte Aufnahme. Aber immer kommt etwas zwischen die. Ich habe jetzt 7 alte Olympia verloren. Respektive auch neu, ist ja gerade nebenzu. Nicht wie Messini, wo sag jetzt mal 100 Kilometer davon entfernt ist. Zum Weg zu Messini habe ich noch das auf der Karte gesehen. Ob das jetzt irgendwie gebaut worden ist, nachträglich. Aber anscheinend ist das auch irgendwie ja, ein bisschen älteres Datum, aber ob das so weit retro geht wie Ancient Olympic, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Gut, also ich bin, wo bin ich? Da oben, Olympia. Ich werde mich hier runterkämpfen, hier die Küsten entlang, bis hierhin und dann über. Und dann da irgendetwas ist dann Messini. Es wird etwa 100 Kilometer sein. Also rein rechnerisch mit Map 93 Kilometer. Aber ja, rechne mit 7 Stunden, dann ich da spätestens am 4 Uhr dort bin. Und hoffentlich ohne Regen. Also die Richtung wäre jetzt genau da, wo ich kann zeigen kann. Oh, ich hoffe, der Weiterweg ist auch so wie jetzt. Schilf auf der einen Seite, respektive auch Schilf auf der anderen Seite mit ein bisschen Bäumen. Ein bisschen Moorlandschaften und praktisch kein Verkehr. Aber ja, das wird sich garantiert ändern. Ich muss da ziemlich näher die Hauptstraße hin. Zwar nicht auf die Hauptstraße, aber führt ziemlich näher aneinander vorbei. Also geniessen wir noch den Moment. So, jetzt passiert. Die Ostküste habe ich jetzt verloren. Die Westküste habe ich jetzt verloren. Genau, die West. Jetzt komme ich jetzt hier ins Landesinnere kämpfen. Richtung Messini. Und Klartext. Ich bin jetzt hier hinten und fahre jetzt die E55 hier entlang. So schlimm wie es jetzt gerade tönt, ist es nicht. Es ist einer, der langsam fährt und sich in Beine dreht und dann ist wieder 1 Minute 2 Ruhe. Gut, das Wetter macht mit. So wie es aussieht, hat es auch noch eine Eisenbahnlinie, die hier durchgeht. Mal schauen, wie weit es geht. Gut, also, ich melde mich wieder. Ich habe jetzt von Posten, sage ich jetzt einmal, von Alt Messini
erreicht. Das sind noch die Überbleibsel von dieser Zeit. Und ja, der Hund ist wieder friedlich. Ja, ich habe jetzt so, 6:40 fast jetzt 90 Kilometer. Es ist 2:45 und ich habe jetzt im Moment 353 Meter über Meer. Die Landschaft, ja, ich schwenken mit dem Wetter. Es hat nie geregnet. Ja, aber ich will es jetzt nicht verschreien. Ich bin auch schon in den letzten 10 Minuten verseicht worden. Gut, also ich mache mich jetzt auf den Weg für die neue Unterkunft. Gut, jetzt bin ich hier oben angekommen. Von Meligales bin ich gekommen. 8 Kilometer steil noch hoch. Da haben Sie Messini, also das alte Messini. Das neue Messini ist, also wenn man es auf der Karte anschaut, bin ich jetzt da. Bin jetzt da von Olympia runtergekommen, zack, zack. Da ist alt Messini. Da, Messini. Wenn man das so darf sagen. Gut, also ich gehe jetzt auf das alte Messini, respektive auf das Dorf nebenzu, wo ich dann aber vergessen habe, aber die GPS weiss es noch, Gott sei Dank. Also, ich gehe wieder auf den Zug. Ja, nach dem verregneten Tag von gestern, der Ruhetag, wo ich ein Video gelegt habe, geht es jetzt heute los. Von Messini, wo man da unten sieht, also der alte Messini. Gut, auf der Karte sieht das eigentlich so aus. Ich bin im Moment da. Da bin ich hier runterangeln auf Kalamata. Das sind etwa 40 Kilometer, also nichts Grosses, muss man ab sein. Da tue ich mich vorbereiten auf den Teil hier. Das sind dann etwa 60 Kilometer, 50 bis 60 Kilometer, das habe ich nicht genau ausgerechnet, aber es geht auf 1500 Meter hoch. Darum mache ich jetzt hier schnell den Zwischenhalt, dann ich nicht allzu viel muss fahren. Gut, also heute geht es mehrheitlich ab, wieder ans Meer, Richtung Null. Ja, im Moment fahre ich da sehr gemütlich da die Hügel ab. Überall ist bewaldet, also nicht so mit Tannen oder so, eher ein kleines Gestrüpp in dieser Gegend. Ja, ist schon recht interessant, das Ganze. Und ja, es geht noch ein Zeitchen so, bis ich da unten bin. Ist eigentlich alles Nebenstrasse, die ich da rausgesucht habe. So macht es Velofahren Spass. Schon ein ganzes Zeitchen. Sicher eine Viertelstunde schon bin ich jetzt so unterwegs. Mal ein bisschen weniger bessere, mal wieder bessere Strassenverhältnisse. Ja, was mir mehr Sorgen macht, ist, ich höre Schüsse. Ich habe Jäger gesehen. Ja, ich hoffe, sie zielen nicht auf mich. So, da ist jetzt wieder mal eine Kreuzung. Das Navi sagt, ich muss geradeaus. Da ist falsch. Gut, dann gehen wir da durch. Das Navi wird sicher recht haben.
Ja, ich habe den wunderschönen Ort Kalamata verloren. Direkt am Strand, an dem Hotel hier, Austria. Jetzt geht es Richtung Mistra. Das heisst, ich bin da, schaffe mich hier den Pass auf 1250 Meter und dann eine Abfahrt. Und dann da ist mein nächstes Ziel. Also es geht richtig weg. Ja, genau, da unten hat es angefangen, im Zentrum von Kalamata. Dann bin ich da so. Und jetzt gehe ich die Richtung. Jetzt habe ich schon 400 Höhenmeter auf 1200 muss ich noch. Also ich habe noch 800 Höhenmeter von mir. Aber es ist noch nicht einmal 10. Und der Verkehr ist eigentlich sehr, sehr schwach da durch. Also ich komme sehr gut vorwärts. Die Straßen sind super gut. Also da durch. Ja, von da bin ich gekommen. Von da gehe ich. Nach da gehe ich. Da muss ich wieder ein paar Höhenmeter vernichten. So um die 250 Meter runter. Und dann wieder auf 1000. Da macht man nicht alles. Aber das Wetter macht mit. Also, und super, super, super Straße. Sehr empfehlenswert. Also, da durch. Wunderschöne Gegend. Mal wieder 1A-Straße. Es wechselt ein bisschen, aber regelt gut. Jetzt 2 Stunden unterwegs. 420 Kilometer habe ich wieder. Von 250. Ja, jetzt geht es nicht etwa 800 Höhenmeter hoch. Und dann geht es alles ab. Dann kann ich dann schön laufen lassen. Aber so rumfahren macht Spass. Von dort unten habe ich mich hochgehangelt. Hier vorbei. Und jetzt die richtige Sonne. Also jetzt sind wir auf 8,68. Es geht noch auf 1250 oder 80, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also ist auch nicht mehr so schlimm wie auch schon mal. So, 1307 Meter. Das sagt wenigstens mein Navi. Tafeln, die das eigentlich genauer sagt, sind da nicht vorhanden. Aber wenn ich da anschaue, dann bin ich 4 Stunden 13 unterwegs gewesen. 35,83 Kilometer, 1307 Höhenmeter habe ich gemacht. Da bin ich auch gerade auf der Höhe oben, weil ich ja von 0 angefangen habe. So, jetzt geht es runter. Aber natürlich zuerst Kappen anlegen, ich noch die Händchen. Es ist ja, weiter kalt. Gestern bin ich kurzärmig umeinander gelaufen und gefahren. Heute ja, ist es da nicht so ratsam. Aber super gewesen. Jetzt gehe ich da in die Richtung runter. Und Richtung Sparta. So, jetzt die lang ersehnte Abfahrt. Oh, recht kurvenreich. Da ein bisschen langsam durch, ich bin da nur an der Hinterbremse. Es ist kalt und windig jetzt auch. Und wie allein. Es hat so ein paar Häuschen hier, aber das ist auch nur für den Sommer. Beiz hier oben hat zu. Wenn wundert, es hat keine Gäste rum.
So, also ich genieße noch ein bisschen die Abfahrt und hoffentlich ein bisschen im Schermen innen. So, ganz langsam. Jetzt nur so. Ungeziefer? Nein, nicht Ungeziefer. Was sind das? Geißböcke. Ganz wild. Oh ja, ja, gut wild. Sie sind nicht so Angst vor mir. Sonst rennen jetzt einer weg. Sali, hoi. Wow. Jetzt überall so alte Bauten. Die Felsen oben. Das wird sicher ein Teil von der Ausgrabung sein. Aber da werde ich den morgen sehen. Jetzt bin ich etwa 2 Kilometer entfernt vom nächsten Ziel. Und ja. Dann habe ich die 55 Kilometer und die über 1000 Höhenmeter auch gemacht heute. So. Ja, ich habe Mythras vor etwa einer Stunde verloren. Jetzt mache ich mich hier auf dem Weg nach Tripolis. Das heisst, ich bin da in Mythras, bin auf Sparti. Und jetzt gehe ich hier den Weg durch und dann über ans Meer. Es geht etwa 105 Kilometer. Der höchste Punkt ist etwa 900 Meter. Ja, es wird ein anstrengender Tag. Aber es hat praktisch kein Verkehr auf der Hauptstraße. Also, es sollte gut gehen. Gute 932 Höhenmeter. Habe ich geschafft. Also 1 Meter über Meer eigentlich. Jetzt habe ich da eine gemütliche Abfahrt mit ein paar Steigungen zwischendrin. Wenn das so weitergeht, ja, dann eine coole Sache. Also das Wetter stimmt, der Verkehr stimmt. Ab und zu mal ein einzelnes Auto. Und dann, ja, dann ist es gut. Heiz Tripoli hinter mir. Und jetzt kann ich da richtig Winddraht. Jetzt Navpilo ist der nächste Ort, den ich hier ansteuere. Ich hoffe, dass ich den in 3 Stunden dann erreichen kann. Ist doch immer schön. Das Wetter mitspielt, dann ist Meer. Dann ein paar Kilometer davon entfernt. Da hinten schaut. Ja, von da bin ich gekommen. Hier gehe ich. Und das ist jetzt die Aussicht. Das hier anschauen auf dem Gerät sieht man etwas. Sieht die Position, wo ich bin.
wo ich hin sollte. Und da der Tümpel raus. Also, ich nehme mal an, dass dort vorne Nafplio ist. Komischer Name. Dort hier muss ich. Der Stopp der ist jetzt einfach nötig. Erstens mal, um es mal ein bisschen näher anzuschauen. Und zweitens, es ist kalt. Kalt. Also wir frieren Klüpperli ab, aber mit den Händen kann ich da nicht gut fahren. Es ist wirklich wunderbar. Ich bin jetzt von Tripolis, nicht ganz, da bin ich durchgestochen. Da wäre jetzt da die Abfahrt, die ich da habe. Und ich kann nachher da durch und da irgendwo in diesem Kuchen rein ich übernachten. Und das wird irgendwo, glaube ich, da hinten sein. Gut. Hallo. Wir sind jetzt die ersten Velofahrer seit etwa 5 Tagen. Absolut ausgestorben. Aber jetzt, coole Gegend, gefällt mir. Ja, ich habe jetzt so schöne Nafplios verloren. Ich war dort jetzt 3 Nächte, 4 Tage. Super genial, empfehlenswert. Ich bin jetzt so hochgeradelt. Dann geht es so weiter. Richtung Epidaros, so in dem Amphitheater. Auf der Karte sieht das eigentlich so aus. Ich war da. Ich tue jetzt hier mich durchkämpfen. Gehe da eventuell das anschauen. Je nachdem, ob ich da ein Velo bewacht hinterlassen kann. Und dann gehe ich da in dem Alt Epidaros übernachten. Morgen gehe ich dann weiter auf Korinth. Das ist einmal der Plan. Und das Wetter spielt mit. Gesundheit auch. Und dort, wenn ich dann da bin, dann respektive Korinth weiter entscheiden, was ich dann mache. Athen und dann sehr wahrscheinlich Kreta über die Festtage. Das wäre jetzt das Theater von Epidaros. Ganz komisch, ich bin nicht allein. Das letzte paar Monate bin ich eigentlich immer allein gewesen. Und jetzt plötzlich kommen da Heerscharen mit Gar daher. Ich weiss auch nicht, vielleicht ist der 40 oder so. Gut. Das Velo habe ich deponiert vorne beim Eingang. Es ist bewacht, auch mit der Videokamera. Und ja, wenn ich fertig bin, gehe ich dann zum Tagesziel über. Gut, da bin ich jetzt mit der Zuschauerin, die da so durchschaut. Es ist ein bisschen schlüpfrig mit den Velofahrerschuhen. Aber ja, es geht eigentlich gut. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, wo man da auch nicht trampelt. Die archäologische Seite, die ich davon angeschaut habe, ja, es hat Haufen Tempel, Haufen Steine. Aber man sieht eigentlich da nicht so viel. Darum habe ich jetzt auch nicht aufgenommen. Weil ja, ich habe ewig genug.
Aufnahmen. Da muss ich nicht alles dokumentieren. So, jetzt hätte ich euch noch ein bisschen mitnehmen von Spaziergang. Jetzt haben wir hier schön die Sonne im Rücken. Jetzt sollten hier eigentlich Bilder schön werden. Und da jetzt schöne Stege. Ja, perfekt. So. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Da will ich jetzt auch gerade den Abschluss machen. Das Theater Epidavros. Und der archäologische Seite, die eigentlich drinnen ist. Aber da ist ja ein kleiner Steinhaufen. Nichts irgendwie weltbewegendes. Da habe ich viele schönere Sachen gesehen und gefilmt. Also, ich schwinge mich wieder aufs Bike und dann geht es weiter Richtung Alp Epidaeus. Wieso das halt heisst, weiss ich nicht. Aber es ist ja so. Gut. Schon wieder auf die andere Seite vom Meer. Ja, wieder bin ich ein Stück weiter gekommen. Da unten habe ich übernachtet. Da wäre etwa hier in den Ecken rein. Super schön gewesen. Aber ich gehe jetzt weiter Richtung Korinth. Und das war halt einfach nur eine Zwischenstation gewesen. Das Schmuckendörfchen da. Gut, ich bin jetzt heute schon 72 Meter. Und ja, so geht es noch weiter. Ungefähr 57 Kilometer bis auf Korinth. Zwischendurch mache ich dann noch einen Abstecher am Kanal, dann ich die auch schon ein bisschen gesehen habe, dann ich ein bisschen weiss, wie der funktioniert. Gut, also der Ort ist sicher ein Besuch wert für später. Aber jetzt der Weg ist das Ziel bei mir. So, ich bin euch noch ein bisschen Rechenschaft schuldig. Ich bin heute Morgen hier abgefahren, Epidavros. Heisst gleich wie die Ausgrabungsstätte, nur hat es hier Namen von dran. Etwa 7 Stück verschiedene, keine Ahnung, was da richtig ist. Ich fahre jetzt hier hoch, den Namen Hauptstraße, eigentlich bis da auf Korinth. Und da ziemlich nah am Zentrum werde ich da übernachten. Wieder in einem Hotel, einmal vorerst für 2 Tage. Und dann geht es Richtung Athen. Mein Endziel, vorübergehende Endziel Griechenland, eben wie gesagt, ich reite dann auf Kreta. Ja, ich habe mich mal wieder einmal mehr Tage gewählt und dafür mit dieser Aussicht hier belohnt. Wenn nicht alles täuscht, ist das hier die Bucht. Nämlich ich bin hier. Von dem her macht es eigentlich auch Sinn. Und da seht ihr da die Kichrion sein. Also, jetzt ist es wieder ziemlich windig geworden. Aber ja, ich komme mein Ziel näher. Und wenn man hier, glaube ich, sieht, da sollte der Kanal sein. Nämlich von dieser Seite her. Da ist der Kanal da durch. Der sollte schalten. Keine Ahnung, aber da durch sollte das sein. Weil hinten durch sieht man mehr. Also von dem her ist das das da. Ha, coole Sache. Gar nicht gewusst, dass man es von oben sieht. So. Da wäre jetzt
Kanal. Ist komisch, Velo verboten. Wieso auch immer. Ja, aber sehr wahrscheinlich funktioniert das gar nicht, weil irgendwo zwischen ihnen etwas fehlt. Keine Ahnung, da muss ich jetzt nachschauen. Also ist dann schon ein rechtes Rennsaal. Oh, guten Morgen. Ich bin jetzt hier direkt neben dem Kanal von Korinth. Da macht er jetzt ein bisschen grösseren Eindruck und vor allem ein bisschen steileren. Und da sehen wir nicht schön, wie jetzt hier ein Segelschiff daherkommt. Jetzt hier schön gemächlich. Also ist da nichts für wirklich grosse Schiffe. Da hat es eine Bunkeranlage. Ja, und ich da schnell umkehren. Vielleicht nicht so schnell, sonst fliege ich runter. Da hat es nämlich kein Geländer, nichts, ein Feldtritt und man ist ja nicht mehr auf dieser Erde. Wieder mal das schönste Wetter. Und ja. Den Tag verbringe ich jetzt hier ein bisschen am Kanal und ja, etwas mehr kennenlernen. Und, es ist extrem eindrücklich, auch mit dem Wetterschwein, das ich hier wieder habe. Super Sache. Ja, da wäre jetzt ein Blick von der anderen Brücke. Richtig von dem Ort, wo ich vorhin war. Und ja, da sind noch die anderen Leute. Da hat es Haufen Brücken. Aber auf der anderen Seite sieht man da nicht so viel. Aber ich kann gleich mal noch dort über. Gut, also touristisch ist es überhaupt nicht aufgebaut. Man muss die Informationen zusammensammeln. Es ist denen eigentlich egal, was da passiert. Aber ja, ich finde das Zeug schon. Vor etwa 2 Stunden habe ich Korinth verloren. Gestern habe ich noch den Kanal angeschaut. Eindrückliches Bauwerk. Ist zwar in die Jahre gekommen, für die heutigen Ansprüche nicht mehr so genügend. Aber gleich sehr, sehr eindruckend, was da geleistet worden ist. Heute mache ich mich auf den Weg auf Athen. Ja, die Hälfte habe ich etwa schon. Das ist jetzt eigentlich die erste Strecke, die jetzt eigentlich schön ist. Darum nehme ich jetzt hier den Video führen. Vorne ist einer da durch viele vierte Dörfer. Das war ein bisschen verbaut. Das Meer hat man nie so richtig gesehen. Aber jetzt komme ich die Entschädigung über. Und ich genieße es wieder. Also, bis Athen. Dann ist die Etappe abgeschlossen. Keine Ahnung, was das für ein Manöver ist. Also, jetzt nicht länger zu machen. Ich will jetzt hier den Hügel durch. Genau, super schöne Gegend. Also richtig da durch.